Die EU hat ihren meiner Meinung nach grundrechtsverletzenden Digital Service Act durchgepeitscht und kein Wunder, dass Ursula von der Leyen davon schwärmt, von diesem unrechtmäßigen Zensurinstrument. Dieser bringe europäische Werte in die digitale Welt, wahrscheinlich nur in von der Leyens eigener Welt. Martin Sonneborn widerspricht dem Ganzen. Seiner Meinung nach sind von der Leyens Aussagen irreführend. Es gehe der Kommission lediglich um die Zerschlagung von Grundfreiheiten. Und da bin ich ganz auf Sonneborns Seite. Schauen wir mal an, was er dann noch so alles sagt. Der EU-Abgeordnete und Satiriker Martin Sonneborn von der Partei, oder besser gesagt die Partei, hat am Freitagabend in einem langen Post auf Twitter die neue Zensurverordnung Digital Service Act der EU-Kommission, auf Deutsch das Gesetz für digitale Dienste, kritisiert und die skandalträchtige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen scharf angegriffen. Sonneborns Vorwürfe wiegen schwer. Das neue Gesetz schütze die grundlegenden Rechte der EU-Bürger nicht, sondern zerschlage sie. Ganz meiner Meinung. Meiner Meinung nach soll uns das Gesetz einfach nur zum Schweigen bringen. Von der Leyen hatte den Digital Service Act am Freitagmorgen in einem Tweet mit diesen Worten gepriesen. Zitat von der Leyen: Wir bringen unsere europäischen Werte in die digitale Welt. Mit strengen Regeln für Transparenz und Rechenschaftspflicht zielt unser Gesetz über digitale Dienste darauf ab, unsere Kinder, Gesellschaften und Demokratie zu schützen. Ab heute müssen sehr große Online-Plattformen das neue Gesetz anwenden. Sonneborn unterstellt von der Leyen in seinem langen Kommentar Desinformation. Er kündigte an, die Deutsche den Behörden für die Verbreitung von Falschmeldungen zu melden. Zitat Sonneborn: In ihrem heutigen Post stellte Frau von der Leyen die Behauptung auf, die Kommission bringe mit dem gerade in Kraft getretenen Digital Service Act europäische Werte in die digitale Welt. Nach dem gerade in Kraft getretenen Digital Service Act melden wir diesen Fake-Inhalt hiermit den zuständigen Regulierungs- und Kontrollbehörden der EU. Denn die inkriminierte Behauptung enthält eine den Leser bewusst irreführende Desinformation, die seinen Hass auf die EU in maßgeblicher Weise schürt und damit geeignet ist, den asozialen Frieden in Europa zu gefährden. Ja, er ist auch ein bisschen Satiriker. Also im Großen und Ganzen sicher gibt es natürlich noch Frieden in Europa, aber meiner Meinung nach ist da ganz schön Druck auf dem Kessel. Es brodelt bei den meisten Leuten, auch in den unterschiedlichsten Ländern, und dementsprechend muss ja so ein Zwangskorsett wie der Digitale Service Act geschaffen werden, um diesen Druck einigermaßen noch in Zaun zu halten, weil die EU ist definitiv auf dem absteigenden Ast. Die Bevölkerung in den EU-Ländern ist zunehmend unzufrieden und dieser Akt wird diese Unzufriedenheit auch nicht beenden, sondern höchstens noch verstärken. Denn wer lässt sich schon gern den Mund verbieten, besonders von so fragwürdigen Gestalten wie Ursula von der Leyen, die ja mehr Dreck am Stecken und mehr Skandale hat als alles andere. Damit hat sich die EU keinen Gefallen getan. Ich denke, das wird EU-kritische Parteien in ihren Erfolgen noch beflügeln und wir werden dementsprechend mehr EU-kritische Parteien in den europäischen Ländern vertreten sehen. Aber schauen wir mal weiter. Von der Leyen habe mit ihrer Kommission sämtliche in der entsprechenden Charta festgeschriebenen Grundsätze verletzt. Bei Durchsicht der EU-Grundrechte-Charta findet man keinen Artikel, der von der Kommission von der Leyen noch nicht verletzt worden sei. Zitat Sonneborn: Nach einer 4-jährigen Feldstudie ihres Amtsgebarens kommen dem Betrachter Dinge in den Sinn, die in stinknormaler Auslegung der EU-Charta als eindeutige Grundrechtsverstöße zu werten sind, insbesondere im Hinblick auf Artikel 41, Recht auf eine gute Verwaltung, sowie Artikel 42, Recht auf Zugang zu Dokumenten, und zwar unabhängig von der Form der für diese Dokumente verwendeten Träger, was den intimen Kurznachrichtenverkehr mit Pharmabossen per SMS natürlich ausdrücklich einschließt. Ja, mit dem letzten Satz hier mit der SMS spielt er da natürlich auf den mehr als fragwürdigen Pharma-Deal im Zuge der Corona-Krise mit den Impfstoffen da an, den von der Leyen ja mit den Pharmabossen per SMS ausgehandelt hat. Die SMS sind komischerweise nicht mehr auffindbar, die Verträge alle geschwärzt, also da ist auch noch vieles im Argen, aber darum soll es heute ja nicht gehen. Mit dem Digitalen Service Act, so Sonneborn, würden Grundrechte nicht geschützt, sondern geradezu zerschlagen. Konkret nennt der Parlamentarier zunächst das Recht auf freie Meinungsäußerung.
das die Meinungs- und Informationsfreiheit mit einschließe. Dann die Medienfreiheit, das Recht auf Gedanken- und Gewissensfreiheit, das Recht auf Freiheit und Sicherheit, das Recht auf Achtung des Privatlebens und das auf Schutz der personenbezogenen Daten. All diese Rechte würden mit dem neuen Gesetz nicht nur nicht geschützt, sondern zielgerecht zerschlagen. Zitat Sonneborn: Wir weisen darauf hin, dass mit dem Digital Service Act diese verbrieften europäischen Werte im Internet nicht ein, sondern ausziehen, denn sie sind von Recht auf Gedanken- und Gewissensfreiheit über das Recht auf freie Meinungsäußerung bis hin zu Freiheit und Pluralität der Medien in der anlasslosen Massenkriminalisierung der Ausübung grundrechtlich geschützter Freiheiten nicht nur ebenso wenig enthalten wie in der geplanten anlasslosen Massenüberwachung durch Chatkontrolle, sondern werden hier im Gegenteil sogar mit der allerfiesesten Zielgerichtheit zerschlagen. Die Kommissionspräsidentin solle deshalb von Werten gar nicht erst sprechen und ihre irreführenden Bemerkungen müsse gelöscht werden. Zitat Sonneborn: Wir verbitten es uns daher, dass ausgerechnet Frau von der Leyen die von ihr selbst in Amt bis zur Unkenntlichkeit entstellten europäischen Werte überhaupt in den Mund nimmt, sei es auch nur als inhaltsleere Propagandafloskel. Und erst recht verbitten wir uns deren Verkettung mit einer unter offensichtlicher Verletzung von Grundrechten erfolgten EU-Regulierung, die nachweislich nicht im geringsten europäische Werte entspricht. Stattdessen müsse von der Leyen für ihr Amtshandeln zur Rechenschaft gezogen werden. Zum einen, weil sie die Artikel 41 Recht auf eine gute Verwaltung und 42 Recht auf Zugang zu Dokumenten der Charta verletze. Zum anderen, weil sie gegen deren Schlussartikel verstoße, der einen Missbrauch der Rechte verbiete. Im Artikel 54 heißt es wörtlich: Keine Bestimmung dieser Charta ist so auszulegen, als begründe sie das Recht, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt, die in der Charta anerkannten Rechte und Freiheiten abzuschaffen oder sie stärker einzuschränken, als dies in der Charta vorgesehen ist. Sonneborns Schlussfolgerung zu dem Ganzen: Die Löschung der oben genannten Behauptung von der Leyen dürfte ja wohl das Mindeste sein, was wir zum Schutz der EU-Bürger durch von inhaltlich irreführenden Fakes zu europäischen Werten, ausgelöschten und daher anhaltend gerechtem Hass auf die EU-Institutionen im Sinne des Digital Service Act erwarten dürfen. Ja, hier nochmal dann schlussfolgernd so eine kleine Erklärung, was der Digital Service Act im Endeffekt ist. Sicherlich werden wir da nochmal in die Tiefe gehen, deswegen abonniert den Kanal schon mal, damit ihr spätere Videos nicht mehr verpasst. Der Digital Service Act verpflichtet Internetplattformen zu einem schärferen Vorgehen gegen illegale Inhalte. Dazu gehören Terrorpropaganda und Hassrede. Die Möglichkeiten der Zensur und Löschung unliebsamer Inhalte werden damit drastisch ausgeweitet. Ein wirksamer Schutz der Bürger vor digitaler Überwachung und Ausspähung ist dagegen nicht vorgesehen. Ja, dieser letzte Artikel sagt ja, wir sollen noch weniger Kritik an den Herrschenden in die Welt tragen können. Was nämlich Hassrede und Terrorpropaganda ist, bestimmen ja die an den Hebeln der Macht sitzenden, und wer ausgespäht und unter Beobachtung gestellt wird, ebenso. Dementsprechend ist dieser Digital Service Act nur ein Schutz für die Sessel der Herrschenden, meiner Meinung nach ein Schlag ins Gesicht der Demokratie, und dieser ganze Digital Service Act muss schnellstmöglich rückgängig gemacht werden und die freie Rede wieder möglich sein. Was haltet ihr von dem Digital Service Act? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, gebt dem Video ein Like, lasst ein Abo da und wir hören uns beim nächsten Aufreger wieder.